Ich habe schon richtig lange kein Zine mehr gemacht, also bestimmt schon 2 Wochen oder so. Und da habe ich mir gedacht, warum machen wir diese Woche nicht eins zusammen? Als Thema habe ich mir schon was Business-Relevantes ausgesucht, würde ich sagen. Mein Zine wird sich nämlich um Business-Larrys drehen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, Jenny, wer oder was sind Business-Larrys? Business-Larrys nenne ich diese ekligen Kaltakquise-Dudes und Dudettes auf Instagram vorrangig, die einem so in die DMs sliden und irgendwas verkaufen wollen, ganz oft mit einer Sprachnachricht. Ich zeige euch mal, wie das zum Beispiel sich so anhört. Juhu, Jenny, ich grüße dich, die undurchbrechbare Vollmilchschokolade, ja? Und ja, I have a special deal for you, meld dich gerne. Ja, es wird euch überraschen, aber ich habe bei dieser Person nichts gekauft. Es kann sich aber zum Beispiel auch so anhören. So Jenny, grüße dich, hier ist der ein enger Vertrauter vom ja, und ja, ich halte es kurz, wir haben unsere Zeit jetzt nicht hier unnötig zu verschwenden. Du siehst ja, in welchem Bereich wir tätig sind. Schreib mir doch mal gerne eine Nachricht zurück. Ja, melde dich bei mir, liebe Grüße. Ich weiß es nicht. Ich habe dem ganzen Phänomen schon ein paar Postings auf Instagram und auf meinem Blog gewidmet, aber eben noch kein Zine. Und da dachte ich mir, es ist an der Zeit. Da ich sowieso das Thema Zines ja gerade total abhype, da dachte ich mir, zeige ich euch jetzt mal, wie ich bei einem Zine von A bis Zine vorgehe. Vielleicht inspiriert euch das ja, auch eins zu machen. Let's go! Okay, let's go. Zuerst male ich eine grobe Skizze der Druckseite bzw. der Seitenaufteilung. Das Zine wird später auf eine DIN A4-Seite gedruckt und hat insgesamt 8 Seiten, also inklusive Cover und Rückseite. Und ich plane erstmal grob, welche Inhalte generell rein sollen und wie die einzelnen Seiten ungefähr aussehen werden. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn sich das später nochmal ändert. Es geht jetzt nur darum, erstmal zu checken, ob ich überhaupt genug Ideen für den Inhalt habe. Und in dem Fall hatte ich das. Hier habe ich mir also meine kleine Skizze fertig gemacht. Hier auf der linken Seite habe ich so ein paar Elemente gedudelt, die ich mir auf dem Cover vorstellen kann. Dann, wenn ich ein Zine plane, male ich mir immer so das komplette Layout einmal auf. Und ich will ja ein Mini-Zine machen, das heißt also eins, was man auf einer DIN A4-Seite ausdrucken kann. Deshalb plane ich mir da gerne auch einmal so die Seiten vor und gucke, was auf welche Seite kommt. Das Zine hier ist so aufgebaut. Das hier ist das Cover. Das ist die Rückseite, das 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Da habe ich hier dann eben auch schon in der richtigen Richtung so ein bisschen aufgemalt, welche Inhalte da drauf sollen. Ich werde das Ganze dieses Mal aber nicht komplett analog machen, also ich werde das jetzt nicht in echt hier zeichnen, sondern habe ich mir überlegt, ich werde mein iPad benutzen und da digital zeichnen. Davor werde ich jetzt erstmal noch in Photoshop so ein kleines digitales Mockup machen sozusagen und dann in Procreate ein bisschen kleine Doodles hinzufügen. Also auf zum nächsten Step. Ich habe jetzt hier einmal in Photoshop das Zine Layout aufgebaut. Das könnte ich mir eigentlich auch mal als Rolling speichern. Da muss ich das nicht jedes Mal neu machen. Aber das ist im Prinzip genau das, was ich gerade handschriftlich aufgemalt habe. Also hier einfach nur die Seitennummerierung. Das ist das Cover, das ist die Rückseite und dann geht das eben hier so entgegen des Uhrzeigersinns rum. Und im nächsten Schritt setze ich dann schon mal die Texte gleich rein. Das heißt, ich gucke mal, wie groß sind die Texte und gucke auch, wie groß sollen die Grafiken sein. Vielleicht finde ich ja auch so ein paar Grafiken, die ich schon als Platzhalter einfügen kann. Dann gucke ich mal. Als Platzhalter setze ich einfach bunte Formen rein, also ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe jetzt die Seitenanordnung noch ein bisschen umstrukturiert, weil ich merke, dass das so, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe, nicht so cool aussieht. Aber das ist so der Grund, warum ich das dann gerne nochmal digital mache, weil ich so erste Ideen sehr gerne analog einfach mir schnell aufschreibe. Das geht irgendwie so schneller von meinem Hirn so aufs Blatt Papier sozusagen.
Und dann für die Feinarbeit ist natürlich eine digitalisierte Version sehr viel praktischer, weil ich dann ganz viele Sachen schneller ausprobieren kann und einfach mal hin und her schieben kann. Ich glaube, ich habe jetzt so die Struktur ganz gut hingekriegt. Also ich bin mir jetzt recht sicher, welche Skizzen und welche Zeichnungen ich brauche. Und die werde ich jetzt auf meinem iPad zeichnen. Das ist der nächste Schritt. Ich habe beim Zeichnen natürlich Hilfe von Gimli bekommen, na klar. Meine Doodles sind echt super easy aufgebaut. Da lasse ich mich null von meinem Perfektionismus bremsen. Hauptsache, man erkennt die Idee dahinter. Ist ja auch kein Kunstbuch. Kurze Schmusepause für einen Inspirationsboost. Und zum Schluss kam natürlich noch die Qualitätssicherung namens Mero vorbei. Ich habe jetzt meine Zeichnungen hier in Photoshop importiert und jetzt sieht man natürlich, dass es hier noch so ein bisschen wild ist. Und ich kopiere jetzt diese Zeichnungen einmal in mein Scene und ersetze damit sozusagen hier meine Platzhalter. Jetzt habe ich alle Zeichnungen einmal an Ort und Stelle gepackt und auch noch ein paar mehr Texte eingefügt. Und ich denke, ich bin jetzt bereit für einen kleinen Probedruck. Und ja, das werde ich jetzt machen. Der erste Druck ist immer aufregend, weil ich dann erst wirklich sehe, ob alles so rüberkommt, wie ich mir das auch erhofft habe. Ich habe jetzt also mein Scene ausgedruckt. Wie gesagt, das ist so auf einer DIN A4-Seite. Und das werde ich jetzt gleich falten und an einer Stelle einschneiden. Und dann ist da ein kleines Heftchen draus geworden. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Mini-Scene faltet. Zuerst faltet ihr das Blatt einmal in der Mitte an der Längsseite. Ich habe hier so ein Falzbein, damit die Kanten schön glatt werden. Ihr könnt das aber auch einfach mit dem Finger machen oder auch mit einer Karte. Dann falte ich das Blatt auch nochmal zur kurzen Seite in der Mitte hin. Auch hier wieder darauf achten, dass die Kanten schön sauber gefaltet sind. Dann klappe ich das Ganze einmal auf und falte die eine Hälfte jetzt nochmal in der Hälfte. Und hier wieder das Falzbein im Einsatz. Und dasselbe passiert auch nochmal auf der anderen Seite. Ich versuche natürlich, das Ganze möglichst ordentlich zu machen. Aber ich habe noch nicht die perfekte Technik gefunden. Also ganz perfekt werden meine Scenes nie. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. So, dann falte ich das einmal in die andere Richtung. Und hier in der Mitte wird jetzt eingeschnitten. Das ist ein Schnitt. Also da schnappe ich mir die Schere und schneide hier in der Mitte möglichst genau die Hälfte ein. Da kann man sich an den Falzlinien orientieren. Und dann kann ich das Ganze wieder in der Hälfte falten. Und man sieht schon, wenn ich das hier so reindrücke, hier die Kanten nochmal ordentlich falten. In der Mitte zuklappen. Hier auch nochmal ein bisschen alles glatt drücken. Und dann habe ich hier so ein kleines Heftchen. Und hier seht ihr dann das fertige Scene.
das ist jetzt mein fertiges Zine. Vielleicht hat euch das ja inspiriert, auch mal ein Zine selber zu machen. Ist wirklich super einfach. Jedes Thema ist erlaubt. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt mal auf meiner Webseite zines.cool vorbeischauen. Da gibt es so ein paar weitere Infos zu Zines. Da gibt es noch ein paar Zines von mir, ein bisschen Inspiration. Und wenn ihr Bock habt, so ein Zine zu haben, dann könnt ihr das bei mir runterladen. Ich verlinke euch mal den Blogpost, in dem ihr den runterladen könnt, hier in der Videobeschreibung. Das heißt, ja, ladet es euch runter, müsst ihr halt selber ausdrucken und natürlich falten. Habe ich euch ja gezeigt, wie das geht. Auch das ist super easy. Ja, auf jeden Fall, das hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr happy mit meinem kleinen Business Larry Zine. Hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Abonniert gerne meinen Kanal natürlich, ganz klar. Nächste Woche bin ich wieder mit einem Vlog mal wieder am Start. Habe ich letztes Mal auch gesagt und dann habe ich erst einfach eine Woche Pause gemacht und jetzt habe ich einfach mal wieder ein Zine-Video. Ja, you never know. Sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Drückt die Glocke, abonniert, liked, subscribed, schickt's Freunden. Ja. Aber noch wichtiger ist, macht vielleicht mal ein Zine.